Weißt du, was die Menschheit im Laufe der Geschichte am meisten erschüttert hat? Nicht Kriege, nicht Könige, nicht Armeen, sondern ein unsichtbarer Feind. Er beginnt in einer einzigen Stadt, springt in Stunden zur nächsten und bringt plötzlich die ganze Welt zum Stillstand. Die Pest, die Pocken, die spanische Grippe, Covid-19. Jede von ihnen schloss eine Ära und eröffnete eine neue. Jetzt ist es Zeit, den Spuren dieser unsichtbaren Katastrophen zu folgen. Die Justinianische Pest 541. Das mittelalterliche Europa hatte noch nicht begonnen. Byzanz war der Herrscher des Mittelmeers. Kaiser Justinian war ein Anführer, der seinen Namen in goldenen Lettern in die Geschichte einschreiben wollte. Doch im Jahr 541 trat ein anderer Rivale auf den Plan. Die Seuche wurde mit Schiffen aus Ägypten nach Konstantinopel gebracht. Die Schiffe schienen Getreide zu transportieren, in Wirklichkeit aber den Tod selbst. Die ersten Anzeichen in der Stadt waren mild, doch innerhalb weniger Wochen erreichten die täglichen Todeszahlen Tausende. Die Straßen Konstantinopels versanken in Stille. Die Glocken läuteten so oft, dass die Menschen sogar vergaßen, welcher Tag es war. Es gab so viele Leichen, dass die Totengräber nicht nachkamen. Als kein Boden mehr zum Graben war, wurden die Leichen übereinander gestapelt. Historiker schreiben, dass die Seuche 40% der Bevölkerung des Reiches auslöschte. Und das Ergebnis? Justinians Traum, Rom wieder zu beleben, zerbrach. Die Staatseinnahmen sanken, die Armeen schwächten sich und es blieben keine Soldaten mehr übrig, die nicht erkrankt waren. Das Reich konnte den arabischen Überfällen und Barbarenstämmen nicht mehr standhalten. Ein Mikroorganismus veränderte so das Schicksal einer Weltmacht. Der Schwarze Tod, 1347. Im Jahr 1347. Ein Schiff, das von der Krim nach Italien segelte, sollte das Schicksal Europas verändern. An Bord lagen Seeleute, deren Körper mit dunklen Flecken übersät war. Und niemand wusste, warum. Doch nur wenige Wochen später hatte sich dieser tödliche Besucher über den gesamten Kontinent ausgebreitet. Der Schwarze Tod. Eines der größten Unglücke der Menschheitsgeschichte. Die Krankheit traf zuerst die Hafenstädte, dann erfasste sie das gesamte Festland. Was in einer einzigen Stadt begann, erreichte die nächste oft innerhalb weniger Tage. Heute wissen wir, dass der Erreger derselbe war, das Bakterium Yersinia pestis. Doch damals galt alles als ein göttlicher Fluch. Die Menschen wussten nicht, was sie tun sollten. Manche suchten nach Sündenböcken, andere glaubten an den Zorn der Götter. Die Zahl der Toten war so groß, dass manche Dörfer in Europa vollständig ausstarben. Die Felder wurden nicht mehr bestellt, Tiere streiften herrenlos umher und die Wirtschaft brach zusammen. Doch etwas Bemerkenswertes geschah. Die soziale Struktur Europas begann sich zu verändern. Mit der sinkenden Bevölkerung gewann die Arbeitskraft an Wert. Bauern forderten mehr Rechte. Die feudale Ordnung geriet ins Wanken. Europa verwandelte sich nach dem Schwarzen Tod zu einer völlig neuen Gesellschaft. Eine einzige Seuche, sie zerstörte den Kontinent und formte ihn gleichzeitig neu. Die Pocken, 3000 vor Christus. Die Pocken waren eine der Krankheiten, die die Menschheit am längsten bedrohten. Spuren davon finden sich sogar in altägyptischen Mumien. Doch der eigentliche Wendepunkt begann, als die Krankheit von Europa nach Amerika gelangte. Für die Europäer war die Krankheit vertraut. Über Generationen hinweg hatten sie eine gewisse Immunität entwickelt. Doch für die indigene Bevölkerung Amerikas war sie völlig neu und tödlich. In den Reichen der Azteken und Inka starben mehr als 70% der Menschen. Städte fielen, ohne dass Armeen kämpfen mussten. Ein einziges Virus brachte zwei große Zivilisationen zum Einsturz. Über Jahrhunderte hinweg bedrohten die Pocken die gesamte Welt. Die Sterblichkeitsrate war extrem hoch.
Und selbst Überlebende trugen ihr Leben lang tiefe Narben im Gesicht. Doch die Menschheit errang schließlich einen großen Sieg über diesen unsichtbaren Feind. 1796 entwickelte Edward Jenner den ersten wirksamen Impfstoff. Ein historischer Wendepunkt. Und im Jahr 1980 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Pocken offiziell für ausgerottet. Einer der größten wissenschaftlichen Triumphe der Menschheitsgeschichte. Eine Krankheit, die einst Tod und Schrecken verbreitete, wurde vollständig von der Erde getilgt. Die spanische Grippe 1918. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende. Alle versuchten, ihre Wunden zu heilen. Doch bevor wirklich Frieden einkehren konnte, tauchte ein neuer Feind auf: die spanische Grippe. Die erschöpften Soldaten des Krieges kehrten in alle Teile der Welt zurück und mit ihnen reiste das Virus. Züge, die von den Fronten kamen, brachten nicht nur Soldaten zurück, sondern auch die Krankheit. Das Furchterregendste an der spanischen Grippe war, dass sie vor allem junge Menschen tötete. Während eine gewöhnliche Grippe vor allem Ältere schwächt, richtete sich dieses Virus gezielt gegen junge und gesunde Menschen. Krankenhäuser waren hoffnungslos überlastet. Ärzte standen vor einem Problem, für das sie keine Lösung hatten. Innerhalb von nur 2 Jahren starben 50 Millionen Menschen. Diese Pandemie führte zu einer grundlegenden Erneuerung der modernen Medizin. Wissenschaftler konzentrierten sich erstmals intensiv auf das Konzept der Viren und die Epidemiologie entwickelte sich rasant. Die Schwächen der Gesundheitssysteme wurden schmerzhaft sichtbar und viele Länder waren gezwungen, neue Gesundheitsstrukturen und Politiken zu entwickeln. Die spanische Grippe tötete mehr Menschen als der Erste Weltkrieg selbst. HIV/AIDS 1980er Jahre. Anfang der 1980er Jahre standen Ärztinnen und Ärzte in den USA vor einem medizinischen Phänomen, das sie nicht erklären konnten. Junge, eigentlich gesunde Menschen verloren ihr Immunsystem und starben an einfachen Infektionen, die zuvor als völlig harmlos galten. Niemand wusste, wodurch diese neue Krankheit ausgelöst wurde. Und diese Ungewissheit brachte Angst mit sich. Und aus Angst entstand Fehlinformation. HIV entwickelte sich rasch zu einer globalen Epidemie. In den ersten Jahren war man diesem Virus nahezu hilflos ausgeliefert. Doch mit der Zeit wurde es besser verstanden. Ab den 1990er Jahren entstanden neue und wirksame Behandlungsmethoden. Heute ist HIV keine tödliche Verurteilung mehr, sondern eine chronische, behandelbare Erkrankung. Doch die Spuren der frühen Jahre gehören bis heute zu den dramatischsten Kapiteln der Medizingeschichte. SARS, MERS, Covid-19 2000 bis 2020. Das 21. Jahrhundert zeigte, dass Mikroben noch lange nicht aufgegeben haben. Im Jahr 2003 tauchte SARS auf. Es verbreitete sich in kurzer Zeit in viele Länder. Durch schnelle Maßnahmen konnte es gestoppt werden, doch die Auswirkungen waren erheblich. 2012 erschien MERS. Die Sterblichkeitsrate war extrem hoch. Zum Glück blieb es auf begrenzte Regionen beschränkt. Und dann kam 2020. Covid-19 legte die Zerbrechlichkeit der modernen Welt offen. Globale Flugnetzwerke trugen das Virus innerhalb weniger Wochen über den gesamten Planeten. Zum ersten Mal schlossen sich Milliarden von Menschen in ihren Wohnungen ein. Schulen wurden geschlossen, Grenzen verriegelt, Städte verließen ihre Bewohner. Doch gleichzeitig geschah etwas Bemerkenswertes in der Geschichte der Wissenschaft. Im Rekordtempo wurden Impfstoffe entwickelt. Ein Beweis dafür, wie weit die Medizin inzwischen gekommen ist. Covid-19 war nicht nur eine Gesundheitskrise. Es war ein gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und psychologischer Einschnitt. Und es hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern der großen Pandemien eingenommen.
Im Laufe der Geschichte zogen Pandemien wie unsichtbare Armeen durch die Welt. Sie prägten Städte, Imperien und unser Leben. Doch eines darf man niemals vergessen: Jede Pandemie war eine Katastrophe, ja, aber sie war auch ein Wendepunkt. Die Entwicklung der Medizin, die Veränderungen der Gesellschaften, wissenschaftlicher Fortschritt – all das entstand aus dem Kampf gegen diese unsichtbaren Feinde. Und heute? Vielleicht ist die Technologie stärker, das Wissen schneller und die Medizin weiterentwickelt. Doch eine Wahrheit, die uns Pandemien gelehrt haben, bleibt bestehen: Wir müssen vorbereitet sein. Denn die Geschichte zeigt uns eines ganz klar: Der Feind ist manchmal unsichtbar, aber seine Wirkung hinterlässt die tiefsten Spuren der Menschheit.